Why did she go to... Trottel, ich dämlicher. Ja. Herr Gröber, noch mal eine Erklärung dazu. Also, Ja, ich gehe jetzt schon. Also ich würde sagen, eine Herde in freier Natur hat natürlich Leitstute oder Leithengst. Aber nicht bei einer Im Kutsche. Gespann unterm Sattel wird der Mensch zum Leittier. Er nimmt den Zügel, er nimmt Kreuz und Schenkel. Er hat auch ab und zu mal die Sporen dabei, die lange Peitsche. Und dann übernimmt der Mensch die Funktion des Leithammels, sagen wir mal. Ja. Er hat das Pferd dann also im Griff. Hat's im Griff. Ja. Herr Gröber, letztes Wort noch. Was geben Sie all den Menschen auf den Weg, die sagen, wir interessieren uns für Pferde, vor allem den Kinder. Wann soll man als Kind überhaupt anfangen, sich mit Pferden zu befassen? Wann ist es ideal? Je früher, desto besser. Ich würde sagen, die Kinder haben sehr viel Feeling fürs Pferd und Pferde wiederum für die Kinder. Warum soll ein Kind nicht mit 3 Jahren schon sein Pony haben, mit ihm spazieren, reiten? Oder warum kann man Pferde nicht führen, wie dieses Pferd, Kind drauf, man geht damit spazieren, der Papa verliert den dicken Bauch, die Mutter wird gelenkig und das Kind hat Spaß daran. Also Familiensport auf der ganzen Linie. So einfach ist das. So. Papa verliert den Bauch. Ja, so einfach. Ist in Ordnung. Herr Gröber, ich bedanke mich für Ihren Besuch. Sie bleiben noch ein Momentchen da. Dann können Sie das Pferdchen in aller Ruhe rausführen. In Ordnung. Einmal muss ich einen Isländer streichen. Du hast ein so schönes... Sie können doch gerne mal führen, haben Sie Züge, was soll's? Er führt mich nachher doch wieder raus. Ich kann das alles. Wir müssen da bleiben. So, und zwar bleiben wir noch ein bisschen hier, liebe Zuschauer. Sie achten jetzt auf die nächsten Bilder. 3 Fragen sind damit verbunden. Und zwar geht es dabei um den Nasenbären. Ach, Pferde wieder. So, und wie verhalten sich nun jung eingefangene Nasenbären? Erste Frage. Eher zahm und anhänglich oder aggressiv, ja, und ein bisschen bösartig? Das ist mal die erste Frage. Zweitens, wenn ein Nasenbär seinen Ringelschwanz hebt, bedeutet das Kampfansage oder Entspannungszeichen, also Entspannungsphase? Und drittens, ist der Nasenbär ein Vegetarier oder ein Raubtier? Also nochmal die 3 Fragen, ganz kurz. Zahm und anhänglich oder aggressiv? Wenn er den Schwanz hebt, ist das Kampfansage oder Entspannungsphase? Und drittens war die Frage, ist er ein Vegetarier oder Raubtier? So, das waren meine 3 Fragen. Alles aufgeschrieben? Hugo und Edgar, ihr seid dran. Edgar, jetzt mach du mal. Wir sind uns einig geworden, er ist aggressiv, zweite Entspannung und ist Vegetarier. Ist Vegetarier. Was sagen? Ja, wir das Gleiche, ja. Ihr sagt dasselbe. Ja. Alle falsch. Damit haben beide leider Gottes nur eine Frage richtig beantwortet, denn er ist zahm und anhänglich. Mit dem Schwanzheben und Entspannungsphase hat jeder gewusst. Und der Nasenbär ist ein Raubtier. Und zahm und anhänglich. Wie bitte? Und zahm und Das hat doch anhänglich. damit nichts zu tun. Na doch, du bist ja auch ein Raubtier, nicht zahm und anhänglich, nicht? Also ich meine... Hugo, ich wünsche dir sofort eine Entspannungsphase, dann geht es dir auch besser. Ja? Okay. So, Antwort auf die Auflösung, und zwar die Auflösung der Frage, die ich an Sie zu Hause gerichtet habe. Da ging es um das Frettchen. Ne? Warum wurde das domestiziert? Und zwar ganz einfach, nicht wegen Aberglauben oder so. Ganz einfach, es wurde eingesetzt zur unterirdischen Jagd. Und jetzt ganz gut aufgepasst, die neue Frage gibt Ihnen die Möglichkeit, mal hier als Kandidat aufzutreten in der Tiershow. Wie lange dauert es? Und als Kind hat man sich sehr oft mit den Kaulquappen befasst. Wie lange dauert es eigentlich, ja, bis sich aus der Kaulquappe ein Frosch entwickelt? 2,5 oder 3,5 Monate? Was meinen Sie? Denken Sie mal zurück, so ein paar Jahre zurück, saßen wir unten am Wasser und haben gesagt, das ist eine Kaulquappe und daraus entwickelt sich etwas, natürlich ein Frosch. Wie lange dauert das? 2,5 Monate oder 3,5 Monate? Adresse ist klar, RTL Plus, das Ganze in 5000 Köln 40. Kennwort einfach tierisch. So, damit hätten wir mal die ersten 2 Runden hinter uns gebracht. Lustig war es ja schon, aber mit der Kohle sieht es ein bisschen schlapp aus, nicht? Hugo und Edgar hat 250 Mark, Chris und Laura ebenfalls 250 D-Mark. Und damit schlagen wir die Seite auf, die musikalische Seite in der Tiershow. Und wir wissen, dass wir sehr viele Zuschauer haben in Österreich. Wir bekommen sehr viel Post und wir bedanken uns auch an dieser Stelle mal ganz deutlich dafür. Und ab und zu, immer so alle 3, 4 Monate, haben wir einen künstlerischen Gast aus Österreich, extra für die Zuschauer aus Österreich, immer eingeladen. Der Tiershow, der Wilfried war schon da, Waterloo war schon da. Ja, und heute freue ich mich auf eine, soll ich sagen, eine junge, dynamische Sängerin, die zurzeit in Österreich ganz, ganz weit oben steht. Ja, sie kommt aus Italien und sie nennt sich Etta Scolo. Bitte schön.
Etta Skollo. Hui, 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 hui. Hä? Und gut schaut sie aus, die Etta, nicht? Mit einer riesen Stimme. Alles, was aus Italien kommt, hat riesen Stimme. Nicht? Wie lange lebst du schon in Österreich? Schon seit 7 Jahren. Seit 7 Jahren. Ja. Es klingt ja so süß und so europäisch. Sie kommt aus Italien, lebt in Österreich, singt zurzeit in Deutschland ein englisches Lied. Nicht, was will man eigentlich noch mehr, nicht? Ja. Und wie lange machst du schon Musik, Etta? Ja, seit ich ein kleines Kind war, aber so professionell seit 8 Jahren circa. Gut. Ich habe mich beschäftigt mit Jazz, mit Blues und so, und jetzt habe ich meinen eigenen Weg gefunden. Ich singe Italienisch mit Jazz- und Soul-Elemente, und ich probiere eben einen eigenen Stil zu geben. Zu machen, ja. Also irgendwo klingt sie wie der weibliche Celentano da hinten so im Kehlkopf. So. Gut. Aber jetzt geht es ja um die Tiere bei uns in der Tiershow. Kandidaten, gut aufgepasst. Wir haben natürlich wie immer gedreht bei der Etta. Und die Frage ist ganz einfach die. Also, welches Tier gehört nun der Etta? Wir haben oben ein Kätzchen und unten ein Kätzchen, nicht? Die eine ein bisschen farbenfroher, die andere will für den Rest ihres Lebens im Dunkeln bleiben, nicht? Ihr schwach ist ausgelegt. Was meint ihr? Wir meinen... Chris und Laura. Du hast Laura hat gesagt, sofort die Schwarze. Die Schwarze. Was sagen denn Edgar? Ja, wir passen Wir uns sagen an. auch mal die Schwarze. Ich bin mir nicht sicher, aber wir sagen mal Ja, Schwarze. sie ist Schwarze schwarz. Katze? Etta, wie sieht's aus? Was ist die Ja. Katze? Ist die schwarze Katze Katze? ist die Katze. Die schwarze ist die Katze von Etta. Jawohl. Gut. Endlich mal eine richtige Antwort. Gut so. Wie lange hast du den Lied schon? Seit 6,5 Monaten. Ja. Und wir wollen ja in der Tiershow auch mal zeigen, dass auch bekannte Leute oder Künstler die gleichen Probleme haben. Ich glaube, die Katze ist ein bisschen eigenwillig, ne? Ja, also ich bin oft unterwegs und meine Katze, wenn allein bleibt, macht irgendwelche Chaos. Es gibt Ja. genug Chaos in meiner Wohnung von mir, aber er macht noch dazu und hat schon alle Pflanzen ein bisschen Bisschen korrigiert, Ja, im genau. Wachstum ausgerichtet, ja? Ja, und Ja, so. aber sauber ist sie, nicht? Also, Ja, es ist schon sauber. Also natürlich protestiert auf seine eigene Art. ja. Und, aber ich akzeptiere, ich liebe meine Katze und akzeptiere. Und sie gehört das. zur Familie. Ja. So soll es sein. Liebe Etta Skollo, schönen Dank für deinen Besuch. Alles Danke Gute. auch. Schon lange nicht mehr einer Sizilianerin die Hand gedrückt. Das ist wieder ein Vergnügen gewesen, muss ich sagen. Alles Gute in Österreich und viel Erfolg weiterhin in der Karriere. Das ist dein Applaus, Etta. So. Und damit sind wir schon beim Thema Kontostand, liebe Zuschauer. Wie sieht es eigentlich aus? Wir sind wieder gab es gleich. eben wieder richtige Antwort. Ich glaube, es riecht wieder unweigerlich nach Stechen. ist Ich immer wünsche mal nach dieselbe Suppe, meinen ja. Stechfragen. Hoffentlich habe ich sie diesmal wieder dabei. Also, Kameraden, ich glaube, ich suche schon mal. Ist aber kein Problem, ich habe sie dabei. Es kann sich nur um Stunden handeln. So ganz ruhig bleiben. Kann nur ein Taschen. Das ist nicht der hab sie ja Kontostand, da. das sind wir beide jetzt. So, Ja? also damit komme ich zu euch rüber. Jetzt müssen wir abpassen. Wie sieht's aus? Ich weiß War gar der Kontostand schon da? Hugo, du zählst doch immer mit. Ich habe gar nicht mehr, ich glaube 500, 500, ich weiß aber nicht genau. Okay, damit sind wir schon beim Stechen angekommen. Ja. Ihr kennt das System. Ne? Ja, natürlich. Frage, ganz schnell Antwort. Erklär mal nochmal, Also, bitte. eine Schätzfrage, wer am nächsten dran ist im Finale. Ja, der war sehr nah dran, der Kleine. Ja? Hm? Wie alt ist die älteste Boa Constrictor geworden? Ich darf nur eines sagen, sie ist auf jeden Fall älter als 30 Jahre geworden. Ich hätte gerne die richtige Antwort. 48. Chris Howland sagt 48. 72. 72. 72? Ja. Hugo, inzwischen siehst du zwar schon so aus, Hugo, aber ich meine... damit sind Laura und Chris Howland Wie alt ist sie denn? 40 Jahre. Na ja, das ist doch kein Alter für eine Boa. Und zwar im Zoo von Philadelphia wurde sie am 15. April 1977 eingeschläfert. Und ich bitte mal den Joachim ganz kurz zu mir zu kommen. Unseren Trostpreis, jawohl, da haben wir ihn. Das ist Edgar, der Hundeknicke. Alles klar. Sie waren ein lieber Kandidat, sind gescheitert am Alter. Aber nicht an Schönheit. Nicht an Schönheit, Nicht an nein, Schönheit. auf keinen Fall. So. Wir lesen ein bisschen in dem Buch. In der Zwischenzeit gibt es eine tierische Ansage zur Temporunde. Bis gleich. Hopp. Jetzt kommt die Tempo-Runde. Wir lachen über die 72 Jahre von Hugo Egon Balder. Das ist unglaublich. Hat es aber gut gehalten. Zusammen beide. Mal Zusammen. bitte, ja. Zusammen, Adi. Ich kenne Okay. Moderatoren, die sind noch älter. Ja, ja. Ja, guckst du Ich mich weiß ja an? noch. Als du mich alternder an? Komiker habe ich mich gut gehalten. So, Ja. erstens, Laura. Der Ohrwurm verdankt seinem Namen der Ähnlichkeit seiner Hinterleibszangen mit einem medizinischen Instrument zum Durchstoßen des Trommelfells. Stimmt das Nein. oder nicht? Nein. Natürlich stimmt das. Natürlich stimmt das. Und zwar, natürlich, da kommt der Begriff auch Ohrenkneifer. Und der Ohrwurm, der hat seinen Namen daher. Ah. Ja,
Noch nicht am Ohrenarzt gewesen. Nee. Nee, ich dachte, der Wurm kam zuerst und der Kneifer hinterher. Nein. Zweitens, der Nebelparder ist eine Raubtierkatze, deren Lebensweise wissenschaftlich kaum noch erforscht ist. Stimmt das? Ja oder nein? Ja. Laura hat recht. Der ist ein ganz seltenes Tier und man weiß nur eins. Er hat riesen Eckzähne und ähnelt vom Schädel her einem Säbelzahntiger. Ach, der. Ja. Ja. Drittens, der Panama-Stummelfuß Steht gerade Den vor liebe sich. ich. gehört zu den Fröschen. Nein. Nein. Doch, er gehört zu den Fröschen, der Stummelfuß. Und zwar ist es ein 4 cm großer Stummelfrosch und hat schwarze Augen. Durch die Sendung Och, führt Yves Wie Stummelfuß. süß. Viertens, der Wassertreter ist eine Lurchenart. Sagen wir ja. Quatsch, das ist ein Stelzvogel, wohnt in den arktischen Regionen, ist da zu Hause. Kind, Wir sind sehr gut. Wir sind sehr gut dran. Ne? aber gut drauf heute, Laura. Ja, aber- Also ihr ergänzt euch beide unwahrscheinlich, muss ich sagen. ja. Was der eine nicht weiß, weiß der andere auch nicht. Genau. So geht das. Gut. Haben wir jetzt den Kontostand zur Hand, um mal zu schauen, wie es aussieht vor unserem 2 Mark Kartenspiel? 50, glaube ich. Also, Chris 500 und Laura 550 D-Mark. So, jetzt müssen wir Und konzentrieren. Laura, damit sind Sie jetzt am Drücker. Ich sage 4. 4, sagen Sie? Ja. Das ist ein nicht schlecht. Schmetterlingszehner. Sage die 1. Die 1. Ist auch ein Zehner. Oder heute ist mal. Ach so, auch 10, ja. Ja. 2. 2. Und eine Ich versuche mit die 7. Die 7. Das ist auch diesmal eine 7. Oh. Damit führt die Laura. 3. Letzte Karte. 29 für die Laura. 5. 29. 17 und 8 sind 25. Damit hat Laura gewonnen. Ja! Laura! Vielen Dank. Meine hätte ich gesagt Laura Jane, aber der Howard war ja nicht zu Gast heute bei uns. Was unser Tierheim gewonnen hat, das Tierheim in Hilden, das erfahren Sie gleich, nachdem unser Eisbär hier mal eingegriffen hat. Zeig dich, Eisbär, hopp. Hallo Freunde, ich bin's wieder, euer Tiefkühlexperte, der alte Eisbär von der Tiershow. Und heute geht's um die Kohle, ist doch klar, wie immer in der Tiershow. Und zwar für den Edgar und für die Laura. Und bin mal gespannt, was übrig geblieben ist für meine Kumpels im Tierheim Hilden. Kohle. Also für ein paar Mark hat es auf jeden Fall noch gereicht. Und ich glaube, im Tierheim Hilden ist man froh, dass Märkli zusammengekommen sind. Und wenn Sie mal Spaß dran haben sollten, denken Sie immer dran, mit den Kindern mal am Wochenende ins Tierheim zu gehen, ihnen mal die Tiere zu zeigen und unter Umständen auch mal nach Tiere ausführen, spazieren führen, um den Menschen dort zu helfen. 500 Mark für das Tierheim in Hilden. Ich freue mich für Sie. Hopp. Gut. Und damit darf ich mich verabschieden. Liebe Laura, hat Spaß gemacht. Ja. Edgar, nicht traurig sein, das nächste Mal vielleicht wieder dabei sein. Tschüss, lieber Stummelfuß. Und den Namen habe ich jetzt weg. Schön, dass Sie dabei waren zu Hause. Bis zum nächsten Mal in der Tiershow. Und meine Gäste bitte noch einmal alle zu mir. Es geht jetzt um den kleinen Weihnachtsschmuck. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn ein kleiner Hund neugierig seine Welt entdeckt, kann nur etwas ganz Besonderes noch aufregender sein. Cäsar. Mit feinem Fleisch in delikater Jelly. Cäsar. Für kleine Hunde mit großen Ansprüchen. Paul und ich, wir sind die beiden besten Freunde auf der Welt. Also wie mein Paulchen spielt, einmalig, ja? Und das von morgens bis abends. Paul und ich finden ihm Whiskas so toll, weil Whiskas riecht gut, naja, Whiskas schmeckt gut und Whiskas hat unheimlich viel Auswahl. Das schmeckt ihm so gut, das frisst er wirklich alles auf. Also ich habe den Paul so lieb, dass ich ihm das gebe, was er am besten findet. Und das ist für ihn Whiskas. Katzen würden Whiskas kaufen. Was? Halten Linkshänder nur mit rechts. Spielen Sie Trivial Pursuit. Hey. Fliegen im Regen? Hm? Aber Sie kennen doch sicher Trivial Pursuit. Hm? Dieses Spiel hat zigtausende unglaubliche Fragen. Trivial Pursuit. Spielen Sie's.
Stellen Sie sich vor, noch letztes Jahr in Spanien hat Werner zu mir gesagt, Lisbeth, hat er gesagt, mit dem Fotogedöns im Urlaub ist jetzt Schluss. Und jetzt, wo ich betone, wo ich mir die Nikon TV Zoom gekauft habe, ist er nur noch am Knipsen. Den ganzen Tag. Als wenn wir noch nie in Italien gewesen wären, Werner. Werner! Die Kleinen von Nikon. Ganz automatisch. Er war Rambo. Sie nannten ihn Rocky. Jetzt fährt er einen Truck und hat große Schwierigkeiten. Nimm deine Finger weg. Sylvester Stallone in Over the Top. Jetzt auf Video zum Kaufen. Er setzt alles auf Sieg. Holen Sie sich Over the Top oder einen der anderen Super-Action-Filme auf Cinema-Video-Kaufkassetten in Kaufhäusern und Verbrauchermärkten. Ihr Fenster braucht mal Urlaub. Mit Gardinenkreation von Kollektion Schulte. Ob warm oder exotisch, luftig oder raffiniert. Kollektion Schulte plant den Urlaub für Ihr Fenster und Sie können zu Hause entspannen. Kollektion Schulte finden Sie auch in vielen Kaufringhäusern. Ob mit oder ohne Fruchtfleisch, hohes C, reich an natürlichem Vitamin C. So wichtig wie das tägliche Brot. PDK. A new sound is born. RTL Plus und Karl Dall laden herzlichst ein zu einer neuen Dallas-Produktion. Donnerstag, 8. Dezember, Hotel Intercontinental Luxemburg. Und interessante Gäste haben wir eingeladen. Zum Beispiel Anna-Darstellerin Silvia Seidel, Roy Black, Benno Hoffmann, der amerikanische Musicalstar Gillian Scalizzi, Tana Schanzara, Jochen Pützenbacher und Karlchen. Also nicht vergessen, Donnerstag, 8. Dezember, Hotel Intercontinental. Reservierungen unter Luxemburg 43781. Also dann bis zum 8. Dezember in Luxemburg. Wir arbeiten oben ohne. Bei dir wäre es vielleicht Bei wichtig. euch in der Sendung kann man, also in eurer Sendung kann man wirklich sagen, da wird viel oben ohne gearbeitet, ja? Ja, bei dir auch. Ich meine, man kann die Haare beglückwünschen, dass sie diesen Kopf verlassen dürfen. Also, wenn Sie dabei sein wollen in Luxemburg, dann greifen Sie ganz, ganz schnell zum Telefonhörer. Am kommenden Samstag um 21.50 Uhr geht es erstmal schwäbisch zu, denn Karl Dall hat seine Gäste in Stuttgarter Intercontinental eingeladen. Und nun fernere Orte. Zum Beispiel Almeria in Spanien oder nach Rom in die Cinecittà. Denn dort Sind deine Eltern eigentlich schon hier?